Willkommen zurück, Sportsfreunde, bei Tales of Fharis und Shione sind mit dem Team. Wie geil ist das denn bitte? Wir haben sie befreit von ihrer irgendwelchen Gedankenkontrolle, in die sie dieser Lord Wolrun geschickt hat, wohl mit allen anderen Denäern, die hier in der Stadt waren und mittlerweile geopfert wurden. Also scheint eine ganz, ganz krasse Art der Gedankenkontrolle zu besitzen. Wir sind gespannt. So, the Sovereign, the Renis Alma, the fate of Lenegis 300 years ago. Yes, that is a lot to take in, isn't it? I never realized the weight of the burden you were carrying. I could say the same. The person you kept mistaking me for, it was Naori, wasn't it? So, what do you think? Could I be her descendant? It seems likely. You two do look very similar. Kidnapping Shion, mistreating slaves, and who knows what other terrible deeds. Seriously? These so-called lords just think they can do whatever they like. I am deeply ashamed to be one of their kind. Sorry, my bad. I didn't mean you, Dohalim. Do you think Volron could have been behind what just happened with Shion's thorns? I'm not sure. If it was bait he needed, kidnapping her should have sufficed. Perhaps he had some other purpose in mind. Her thorns aside, as a hostage, surely it would have made more sense to keep her close at hand. So why did he leave her unguarded? If getting rid of Alphen was Volron's only priority, then he could have ambushed us directly. It's not as if he lacks the power. He chose not to, which means he's toying with us, prolonging Alphen's suffering as much as he can. But why? What does Volron specifically have against Alphen? Is it because he's leading the Danon rebellion? Possibly. But try to see it from Volron's perspective. He'd do anything to win the crown contest, correct? Knowing that the true sovereign already exists somewhere is bound to ruffle his feathers. Have your paths crossed before, Alphen? Only when I've been with you guys. In the end, we just find more mysteries. What isn't a mystery is how badly we're gonna beat this creep up once we find him. What a simple and straightforward person you are, Law. Geht mir ähnlich. Grausame Erinnerungen, wenn wir gleich machen. Vorne wenn wir ganz erstmal bei Shione gucken. Beziehungsweise gerade mal bei uns, aber gerade vor allem Shione ist wichtig. Wenn sie halt bald mal neue Waffen kriegt, weil er glaubt, die sie jetzt hat. Naja, Zwielicht-Einteiler. So, also scheint momentan doch irgendwie das Beste zusammen, was wir haben. Elementarangriff. Ja, ist eigentlich doch. Hat viel mit dem Elementarangriff, ja? Also macht schon Sinn. Aber wenn es halt nur Stufe 1 ist. Ist immer auch schweinemäßig teuer, die herzustellen. Wir könnten noch die Outfits angucken. Glaube zwar nicht, dass irgendwie großartig etwas Neues gäbe. Für die anderen, aber soll ja nichts heißen. Und bei ihr hätte ich gerne mal irgendwie etwas Geiles anderes. Also nicht geil im Sinne von halbliche Kurven und so, geil. Sondern halt irgendwie etwas, was auch zu ihr passt. Die Waffen und so sind eigentlich schon cool. Noch den hier mal nehmen. Bei ihr mit dem Buch. Ja gut, finde ich jetzt auch nicht so tragisch. Wäre vielleicht mal ein bisschen dunkel unterwegs. Zwielicht-Einteiler, nee. Boah, warte mal, statt Edelscharlach. Ich will mal den hier versuchen, wa? Mit Wolrun bereits weiß, ja, was ihm für ein Schicksal blüht. Was? Mias Hut. In der heutigen Zeit eher ein bisschen schwierig. Wenn ich eigentlich ein Fan von Traditionen bin. So, machen wir doch mal irgendwie den hier. Jetzt mal ein bisschen dunkel unterwegs, ja, und so weiter wild. So, mal gucken, was haben wir bei Elfen so schön? Das war Verwüstung.
In den Boden rammt. Ich bin eigentlich mit seinen offensiven Arten soweit zufrieden. Ich gerne mal irgendwie was Passives wieder. Ein Fake oder so, ÖTB bei Kampfbeginn. Ja, kann man machen. So, erhöhter Schaden bei Gegenangriff. Dann machen wir die Bußanzeige. Ich finde Bußen eigentlich immer cool. Bei Schwachpunkten. Oh, das ist natürlich für Lore ideal. Du ausweichen, abwehren. Abwehren vor allem natürlich bei ihr mit dem Schild. Mal Genesung, komm. Scheint auch eine passive Fähigkeit zu sein, also warum denn auch nicht? Sind nicht mehr so viel leider. Ich erinnere mich, in letzter Folge bereits ein bisschen was getan bei ihr. So. Hä, jetzt haben wir das gleiche oder was? Okay. Nichts Wichtiges, war soweit. So, Ausrüstung, natürlich auch nochmal noch umgucken. Haben wir irgendwie mal noch... Ne, doch mal einen roten Salbe bekommen, wa? Okay. So, Juno hinkt ein bisschen hinterher. Die Aufstellung. Und zwar... Elfen ist klar. Kisawa sowieso. Ich würde natürlich gerne Juno wieder drin haben als Healerin. Das heißt, sie wieder rein. Und ich glaube jetzt auch mal ihn noch. Dass sie noch guten Damage macht. Dualim als Support. Genauso wie Rinwell. Ja, dann versuchen wir es mal. Die Vorseite vom Tempel. Ich bin sicher wieder falsch unterwegs. Da brennt's, Helga, da muss ich hin. So, warte mal. Way to give us a heart attack. I wasn't sure how that was gonna pan out for a while there. I'm just glad everyone's safe. Really glad. What about you, Shion? How are you feeling? He didn't do anything to you, did he? The last thing I remember is being back on the ship. Back then. Seeing Alphen's pain return to him the moment he touched me. It brought me back to my childhood. The fear in people's eyes whenever they were around me. And the next thing I knew, darkness was welling up inside me. It was smothering me. I couldn't see anything anymore. I was all alone. Shion. You're okay now. You're safe, Shion. We're here with you. You're not alone any longer. Thank you. Das sind Freunde, liebe Freunde. So. Hier offenbar irgendwie alles, beides Vorseite vom Tempel. Aber scheint richtig zu sein. Sehr schön. So. Bin mal gespannt, ey. Okay, schnelle Reise. Ich habe Angst. Aber gut, wenn es zum Kampf kommen würde, würden ein Healingfeld sein? Ach nee, warte mal. Schloss del Fharis. Oh nee, jetzt auch noch ein Tempel. Oh nee. Must be Voron's Imperial Guard. They don't seem to be keeping lookout. More like they're waiting. Oh well, the royal welcome was nice while it lasted. Time to get our fists dirty, huh? Wait, we don't have a plan! As far as law's concerned, this is the plan. Let's go! Bullrun-Wachen! This blind loyalty is just another form of slavery. Glory be to Volron! It's useless. They're brainwashed. Just like the Danon puppets we've dealt with outside. Sag mal,
Ah, geht wieder. Sehr schön. That's my cue. Shut him down. Schaden machen sie definitiv genug, finde ich jetzt. Angry. That was a bad idea. Astral energy. Full throttle. Schon bin ich eigentlich ausgewichen. This one's mine. Here, let me help. This one's mine. Here, let me help. Take this. It's weakened. This ends now. Na, der Herrschi macht doch noch guten Damage. In a bind? Appreciate the help. All right, let me at it. I'm out of ammo. Look sharp. Ein bisschen langsam, weil ich irgendwie das Ausweichen wieder lernen muss. Ja, man, ich steckt die ganze Zeit ein, ist so schön. Oh, ich hab's vermisst, das geht noch. So, ich muss ganz kurz mal testen, was da geht. Appreciate the help. Look sharp. Lightning Tiger Blade! Well, that didn't feel great. Those soldiers were just like the slaves, driven by a warped sense of loyalty. Yeah, that was just about as hollow a victory as they come. It's strange. I always thought loyalty was one of the greatest virtues out there. Now I'm not so sure. Is it simply a question of where your loyalties lie? Or is it fealty itself that's the problem? Maybe it only becomes a problem the moment you stop thinking for yourself. So if we defeat Volran, you think they might learn to think independently again? Actually, no, never mind. This isn't the time. We can worry about that after we finish the task at hand and defeat Volran. As expected, Volron's elite guards are quite formidable. Their equipment and training far exceed those of any foot soldier. We need to be careful not to let them exhaust us before we reach Volran. So ist es. Hä? Achso. Oder gerade hier ging es irgendwie weiter. Wieder ein Gespräch. A grandiose castle for a grandiose city. He really didn't cut any corners. They're certainly akin to each other. And yet, I'd say the castle seems even more reflective of its owner's personality. In what way? It feels overbearing, tyrannical almost, but more than anything, merciless. As if any pretense to ease of living was sacrificed in favor of sending a message. One of domination and a thirst for total power. In other words, the perfect domicile for our power-crazed foe. That's why he let us in. It's precisely the message he wanted to convey. Almost like he's mocking us. That bastard's in the mood to play? We'll see who's laughing once we've taken him down a peg or two. Es kommt irgendwie auch so vor, als wäre das wäre Volran irgendwie eine große Endboss, aber kann man beim besten Willen nicht vorstellen. Is it just me? Or is the blazing sword burning even more brightly than before? Yeah, as if the astral energy within it has become more powerful somehow. It would appear Alphen has learned to harness his sovereign abilities to even greater effect. Is that true, Alphen? I'm not sure. I don't think I'm doing anything differently. You're not. It's proof of your strengthened bond with Xion. No further explanations needed. Oh man, for real? Nice! Is that true? How am I supposed to know? Fat lot of good the two of you are. I may have a theory or two I could offer. Yeah, no. I think we're good. Now that you mention it, though, I guess I have noticed a change. It's like there isn't as much resistance when energy's being siphoned from my master core. Aha! So it is a bond thing! Aw, you guys! Wait, what about your hand? That thing practically used to give you third-degree burns every time you wielded it, right? Kisara's got a point. And if it's gotten even hotter since then...
I won't lie. The searing heat and pain are almost unbearable. Almost. When I'm fighting, I'm somehow able to endure it. It's like the sword becomes part of me or something. Like I can feel it pulsing through my chest. I can't describe it. In other words, your heart burns with a flame more powerful than even that of the sword. Fascinating. Yeah, take it from our resident poet laureate. Oder so. Die nächsten Wachen. Aua. Neuwand Herber glaube ich auch nicht, aber den haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Die Kombi zwischen Shione und Law. Muss ewig kein Heer sein, ey. Bullrun. Im Herrscherhieb erledigt. Ja, da müssen wir alle. Aber wir kriegen einen schönen Erfahrungspunkt. Das ist doch auch nice. Ich glaube... Glänzende Astralkristalle. Jetzt kommen die endlich. C4, verstorben. Ja, danke Spiel, dass du wieder eine traurige Stimmung bringst. Oh, wie viele Gespräche denn noch, Leute? Man, wir gerne mal vorwärts kommen hier. In castles, you'll often find the thing. So where is he? There's no sign of him here, so I can only assume he's waiting for us in his throne room. What's with all the fake suspense? Why doesn't he just come out and face us? I'll say. It's not like he's had any problem doing that in the past. This is all one big game to him. He's probably savoring every last moment. Like a Zoogle toying with its food before the kill. No wonder he doesn't have any friends. This is all just a ploy to weaken his prey, wearing us down before the final ambush. It's all too well orchestrated to be anything else. Alvin? I'm fine. Once we defeat Volron, the final Master Core will be ours. With that, we can create the Renaissance and finally put an end to this whole nightmare. Shione weiß wohl irgendwas Neues. So, wegen Quietschen gerade. Das war nicht so geplant. Ich muss gerade ganz kurz die Haltung meines Mikrofons ändern. Oh, Elfen, ganz ehrlich. Alter, Elfen! Die Macht des Herrschers, wa? Ich sehe schon.
Blazing Sword Attack! All yours, Kisara. It's all yours, Kisara! I can feel my power growing. Ich kann's auch spüren! Oh. Was ist das für ein ekelhafter Zwischenboss hier? Nee, nicht mal. Der kommt jetzt danach. Du, 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 du. Searing gale. Die Frühlingsflammen vermisse ich ein wenig, muss ich zugeben. Aber stimmt, jetzt sehe ich es auch. Mein Schwert ist ein bisschen heller. So ein ganz helles Feuer. Alter, Elfen übertreib's auch mit deiner Kombi. Also noch zweimal tobender Sturm drauf, wa? Ah, er vermisst den Phoenix-Move. Den Phoenix-Move, den vermisst er schon ein bisschen. Wobei der hier auch krass ist, den ich hier habe. Der explosive Ring hat's echt drauf, ey. Alter Schwede. Dann noch mit dem Herrscher hier dazu. Autsch, das müssen Schmerzen sein, Freunde. Fischerschilde kann keinen mehr aufnehmen. Nein! Da haben wir gerade erst jetzt gesehen, aber wir haben das schon irgendwie zweimal verpasst oder so. Scheibenkleister. So, aber ja, scharfer Gigazahn, glänzender Astralkristall. Also für 1-2 Waffen-Upgrades wird es sicher reichen. In naher Zukunft. Da vorne geht es auch schon direkt weiter. Ich sehe aber auch, dass es links und rechts noch weitergehen könnte. Ich würde deswegen sagen, Freunde, in diesem Video ist mehr in der nächsten Folge zurück. Also, deswegen, weil dort ist ich komme nur dort weiter, nicht vorher von der anderen Seite her die Brücke zu. Hä? Warum? Warum muss ich da die Brücke runter machen? Okay, wir werden es erfahren, Freunde, was das mit der Brücke auf sich hat. Ist vielleicht deswegen, damit wir von da zurückkommen, von da oben irgendwie. Okay, wir haben noch 2-3 Stockwerke, nachher müssen wir schon oben sein. Okay. Das will jetzt mehr, hoffen wir beim nächsten Mal wieder zurück bei Tales of Arise. Danke fürs Zusehen, bis dahin, ciao zusammen.